Romans 9. Ja. Wie war das mit Pharao? How is that with the Pharaoh? Hat Gott ihn verstockt und deshalb hat er Israel nicht ziehen lassen? Did God harden his heart and that's why he didn't let Israel go? Oder hat er Israel nicht ziehen lassen, weil Gott ihn verstockt hat? Nein, also andersrum. Hat Gott ihn verstockt? Ja, oder ließ er Israel aus freiem Willen nicht ziehen? Or didn't he let Israel go from free will? Also es ist beides. It's both. Ja. Und das ist im Hesekiel auch drin, dass Gott muss uns ein neues Herz geben. God, and that's also in Ezekiel. God has to give us a new heart. Und zugleich müssen wir das auch wollen. And at the same time we have to want it. Aber ohne dass er da was Neues schafft, geht es nicht. But without him creating a new thing, it's not working. Und auch bei Jeremia finden wir das Also immer Jeremiah, wieder. Der so oft, erinnert euch, Schub, Schub, Umkehr, Umkehr. So often he says the word shub, turn around. Und zugleich darauf hinweist, And at the same time he's saying, wir können es nicht. we can't do it. Gott muss es uns God has helfen. to. Am Ende, die letzten Verse der Klagelieder, wenn er dann The last nochmal verses reinschaut, of Lamentations. da kommt es ganz stark And that's where it comes out really strong. Ja. Okay. Alright. Ich würde gern, also Rock hatte noch eine, auf die Knochen gehen wir noch ein nachher. We'll Das get kommt noch. to the bones later. Ja, das wäre mir noch ein ganz wichtiger Punkt. Okay. That would be a very important point for me. Und wer hat noch eine Frage gehabt? Rock? Ask another question. So nearing the end of Ezekiel, Am Ende von Ezekiel it talks about like plans for this new temple. redet über Plan. Okay, yeah, sorry. Not plans. Also Pläne über den neuen Tempel To be built after the exile. fürs Exil. But in chapter 47, it talks about this river of healing Und dann geht es da aber um den Fluss der Heilung and how the Dead Sea won't be dead anymore. und wie das Tote Meer nicht mehr tot sein wird. And I was just curious how that fits in with this time because we can look at the Dead Sea today and it's still very dead. Und jetzt frage ich mich, wo passt das jetzt in die Geschichte, wenn wir das Tote Meer anschauen, das immer noch tot ist. And there's no river of healing at the temple. Und aus dem Tempel läuft kein Fluss der Heilung. So, like, what do you think? Do you think this is for the future? Denkst du, das ist für die Zukunft? Because it also, I think, it also talks about like a river of healing in Revelation with the trees that have fruit. Denn in der Offenbarung wird ja wohl auch ein Fluss der Heilung erwähnt. Mhm. Okay, dann fangen wir von hinten an. Das wäre From the back. Nehmen wir das hinten jetzt gleich mal nach vorne. Let's take the back right to the front and start with that. Dein Menschensohn kommt noch, gell? The Son of Man will come later. Okay. All right. Der Tempel, That temple. da kannst du bei den Auslegern ganz viel finden. The people who are the commentators of the Bible, you can find a lot of things about that. Wird der Tempel wirklich nochmal Will gebaut? that temple really be built? Gibt es nochmal einen dritten Tempel? Will there be a third temple? Der zweite wurde ja zerstört. The second one was destroyed. Der erste wurde zerstört, das hatten wir. Der The zweite first one was wurde zerstört. destroyed, and the second one was then destroyed later. Durch die Römer dann Then through the zerstört. Romans. Der erste durch die The Babylonier. first one through the Und Babylonians. wird es nochmal einen dritten geben? Da steht ja jetzt der Will there be a Felsendom. third one? Because right now there is the big mosque. I don't know the name. Dome of on it. the Rock. Felsendom, Oma-Moschee, Dome. islamischer Genau, ich habe einfach gesagt, diese bekannte Moschee. Moschee. That Ja. famous mosque. You said the name? What Oh, is it? Moschee. Dome of the Rock or Dome Dome of the Rock. Good. Yeah. Dome of the Rock. Genau, Felsendom, sagen wir. Ja. Gut. Was ist hier? So, Ezekiel verwendet ja ganze 8 Kapitel. so Ezekiel is taking 8 whole chapters. Und Ezekiel war Priester Ezekiel was a priest. und war ein Theologe. He was a theologian. Also ein ganzes besonderes Spezies von Prophet. A very special way of species of prophet. Ein Mann voller Offenbarungen. A man full of revelation.
voller Geistwirkungen. full of spirit movements. Ihr habt ja gelesen, er war so bewegt, dass er oft ganz bewusstlos war vor Geistwirkung. You read he was moved so much that he was sometimes losing consciousness from all the spirit. Und zugleich war er ein sehr sachlicher Theologe. Man merkt es dem Aufbau des Buches an. He was a very mind-based theologian. You recognize that in how the book is structured. Okay, und dieser Aufbau des neuen Tempels war And ihm that sehr setup of the wichtig. new temple was very important to him. Ja. Viele sagen, es gibt diese Lehre, die wird von vielen vertreten, So there's a teaching that many follow. der wird wirklich nochmal aufgebaut, It will be built, vielleicht im 1000-jährigen Reich. maybe in the 1,000-year kingdom. Diese Bibelübersetzung vertritt diese Auffassung. This Bible translation is coming from that. Das ist ein amerikanischer Theologe, The American theologian. empfehle ich sehr. I recommend it a lot. Andere, Gerhard Meyer, Gerhard Meyer. war mein Bischof He was my bishop und Theologieprofessor. and professor of Ein theology. sehr guter Forscher, empfehle ich auch A good sehr. scientist, I also Noch recommend mehr. this big time. Actually, even more. Er sieht es neutestamentlicher. He sees it more from the New Testament. Er sagt, am Schluss des Ezekiel heißt es ja, hier ist der Herr. And in the end of Ezekiel, the last words is like, "Here is the Lord." Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Der neue Name ist Programm. Gott wird bei seinem Volk wohnen. And the new name is program. God will live with His people. Und das finden wir auch in der Offenbarung. And that's what we find in Revelation. Gott selber ist dieser Tempel. God Himself is that temple. Er wird angebetet. He is worshipped. Braucht überhaupt kein Tempel mehr. He doesn't need a temple. Und wie sollte der Tempel sein? Werden wir wieder What should anfangen, the temple Tiere be zu like? opfern, Shall we start to sacrifice animals again um Versöhnung zu haben? to be reconciled? Wo der Hebräerbrief sagt, das brauchen wir nicht mehr. Where Hebrews says, no, we don't need that anymore. Ist vorbei. It's over. Wir haben Versöhnung durch das Blut Jesu. We have reconciliation through the blood of Christ. Während meines Studiums in Wiedenest While my study time in my Bible college, kam einmal im Jahr ein jüdischer Professor. we had once a year a Jewish professor come. Ein faszinierender Mann. A very fascinating man. Und er bekam diese Frage gestellt. And he got that question. Einer sagte, sind die Steine für den dritten Tempel schon da in Italien oder irgendwo, habe ich gelesen. And so, I read somewhere that the stones for the third temple are in Italy or somewhere. Und dann sagte er, du liebe Zeit, And then he was like, oh my dear, wo haben Sie denn das her? where did you get that from? Wenn Israel so einen Tempel bauen will, braucht sie doch nicht die Italiener. When Israel wants to build a temple like that, they don't need the Italians. Und er als Jude, als messianischer Jude, And him as a believing Jew, as a Messianic Jew, sagte uns ganz klar, said clearly to us wo Gott ist. where God is. Und er wird mitten unter uns wohnen. And he will live right amongst us. Und diese Zeit des Tempels ist vorbei. Es ist ein This time of geistlicher the Tempel. temple of the temple is over, and that is a spiritual temple. Ob vielleicht im 1000-jährigen Reich doch noch irgendein Tempel gebaut wird, wie er sagt. If in the 1,000-year kingdom there will be another temple built, like this theologian says, Ich weiß es nicht. I don't know. Okay. Und das Wasser, das aus dem Tempel fließt, ne? And that water that flows from the temple. Sehe ich auch geistlich. I also view it spiritually. Aus der Gegenwart Gottes werden Ströme fließen. From the presence of God is rivers and rivers. Wir haben es in der Jesus-People-Bewegung, wo ich so oft euch erzähle. When I'm telling you, I told you a lot about the Jesus People movement. Ich hoffe, ich nerv euch nicht. I hope I don't annoy you with it. Wir haben es erlebt. We experienced that. Aber die Erweckungen, die heute sind, But the weltweit, revivals that are nowadays worldwide, ist ja der Strom viel stärker. those rivers are way stronger. That flow. Wenn Heidi Baker erzählt von Mosambik, When Heidi Baker is telling of Mozambique, Wahnsinn.
Incredible. was da passiert. What's happening Und here? man könnte jetzt viele, And und ihr now you werdet, could tell many, many und ihr things. werdet ein Teil davon sein. And you will be a part of it. Also diesen Strom des Lebens. So that river of life. Und Jesus legt es so aus. And Jesus is actually talking about it. Er predigt im Tempel, Johannes 7, vor dem Tempel. He's preaching in the temple or in front of the temple. Passafest. John 7 with the Passover. Und dann sagt er laut, And he says loud, wer an mich glaubt, who believes in me? von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. From his body there will be rivers of living water flowing. Okay, ich glaube, das ist hier gemeint. I think that's what is meant here. Ist das so? Is that Und? understandable? Und noch was, And one more thing, das Tote Meer. the Dead Sea. Wer war schon mal da? Has anyone ever been there? Wer war schon mal da? Who was there? Okay, kann man ja baden drin, ne? This close. Zeitung lesen. Has Die, anyone ever been there? You know, you can bathe in there and read. da fallen die Amerikaner immer auf. The Americans always are. Die legen sich ins Tote Meer, lesen die Times, New York Times, They lay into the Dead Sea legen and sich read auf the den New York Rücken, lassen Times sich and fotografieren. Ja. lay on their back Das and ist ja- be photographed. Aber dieses Tote Meer, But that Dead Sea, dieser hohe Salzgehalt, that high content of salt, man geht ja davon aus, auch Historiker, dass die Zerstörung Sodom und Gomorra even some historians assume that the destruction of Sodom and Gomorrah führte zur Ansammlung dieses riesigen Salzes. caused the gathering of that much salt and caused that salt lake. Und da weisen Theologen bei Ezekiel 47 auch hin, dass sie sagen, selbst Sodom, selbst in der Bibel ist es die abartigste Möglichkeit von Sünde, die abgründigste Möglichkeit zu sündigen. For Old Testament, for Jews, that is like the worst way of sinning, to be like Sodom. Wird durch das Wasser des Heiligen Geistes, durch Jesus wieder zum Leben erweckt. And even Sodom is being revived from the living water, Weil bei Gott alles möglich ist. because everything's possible. Also so würde ich with diesen God. River sehen. That's how I would assume, think. Aber ihr merkt, gell, wenn dann mal die But you Fragen und recognize- Beiträge kommen, Yeah, when the questions and stuff comes, das gebiert Junge, that there are new questions are coming, und dann kann ich meinen Unterricht vergessen. and then we can forget about the teaching. Manuel läuft es gerade richtig so. Oh, yeah. Ja? Okay. Ich mache gleich weiter, aber ja, Ja, eine Frage noch. als ich letztes Jahr in Israel war, hieß es sogar, dass, habe ich gehört von meiner Reiseleitung, dass unter dem Ölberg wie so eine Quelle entdeckt wurde und dass wenn die zutage tritt, dass es dann halt eben auch dieses Kidron-Tal, oder wie das heißt, runterfließt und bis ins Tote Meer dann geht. Ja, Also dass es auch plastisch so And that there in is. die Realität kommen könnte. So when he was in Israel, he was saying that under the oil mountain. Can I say that in English? Okay. That there is a fountain. And or a spring, and that the water will eventually run out from there and eventually reach the Dead Sea, and yeah, that's how it's also okay. Ich meine, es widerspricht sich ja nicht, aber because it's. Nee. I mean, it's not contradicting one another. Wir haben in der Bibel oft, We have in the Bible a lot. Dinge sind geistlich gemeint Things are meant spiritual, und man hat sie ganz plastisch, materiell erwartet. and people experience them all completely materialistic, Und viele lagen falsch. and many were wrong. Das war geistlich It gemeint. was spiritual. Und oft ist auch so, And dass often Gott it's also Dinge wirklich buchstäblich meint. that God means things literal. Ja, da hast du schon recht. And you're right. Ja? Wir müssen da immer wieder schauen, We have to see all the immer time. wieder lernen. And be ready to learn. Also wenn wir zu Ezekiel jetzt gehen, So when we go to Ezekiel, da sagt ein amerikanischer oder englischer Theologen, Carl a American Gordon Howe, English theologian, er sagte, der Howe Prophet says, Ezekiel the prophet Ezekiel hat mehr Gelehrte in Erstaunen versetzt, caused more
scholars to be confused. Erstaunen, amazing. Ne? Yeah, amazed more scholars. Und umso mehr seltsame Ideen hervorgerufen, And caused more weird ideas als vielleicht jedes andere Buch in der Bibel. than any other book in the Bible. Hilft euch das jetzt? Does that help you guys? Also in der ganzen Bibel sind Dinge drin, gerade in Hesekiel und Daniel noch mehr. Wir kommen noch drauf. In all the Bible, there are weird things, and in Ezekiel a lot, and also in Daniel. Und Offenbarung, And Revelation, das Buch der Offenbarung. the book of Revelation. Und bei Daniel heißt es mal, And with Daniel it says once, Gott wird uns Erkenntnis geben. God will give us understanding. Und wenn wir was nicht verstehen, Billy Graham sagte mal, ich habe die Bibel so oft durchgeforscht. And yeah, Billy Graham once said, I went so often through the Bible, Und immer wenn ich was nicht verstehe, hänge ich es an den Kleiderhaken. and every time I don't understand something, I put it on, hook it up somewhere else. Lese weiter, I continue reading. manchmal bleibt es Jahre hängen. Sometimes it keeps hanging. Auf einmal merke ich, jetzt habe ich's! Sometimes I'm recognizing, Das ist es! now I Ich hol's understand. wieder That runter. is- that's what it is, and I take it off. Er wurde 100 Jahre alt And he fast. became almost 100 years old. Und er sagte, ich habe immer noch nicht alles verstanden. And he said, still didn't understand everything, Aber Gott hat mir sehr viel gezeigt. but God showed me a lot. Also, Ezekiel, wir machen jetzt einen Sprung. Okay, let's do a jump. Ezekiel ist eine Generation nach Jeremia. Ezekiel is a generation after Jeremiah. Ihr müsst euch das vorstellen, so, Werner und ich, wir sind jetzt, Imagine it like Werner and me. wir sind Jeremia. We are Jeremiah. Wir sind in die Jahre gekommen. We've grown in our years. Ja? Ich glaube, wir beide sind Jahrgang 54. Gell? We're both the Ja, same, from the genau. same year. Und ihr seid Jahrgang 99 oder so. Gell? And you're from the years 99, Oder 2000. 2000. Also wir sind noch vom letzten Jahrtausend. We're from the last century. Ihr seid das, Millennium. ihr seid das neue Jahrtausend. You're from the new millennium. So, der Generationswechsel hat auch hier stattgefunden. The generational exchange also has happened here. Und ihr erinnert euch noch gestern diese 3 Deportationen. And you remember from yesterday those 3 deportations? Diese 3 Deportationen. Those 3 deportations. Die erste, 605 etwa, The first around vor 605 Christus, BC. da wurde Daniel entführt schon als When kleines Daniel was Kind, taken out as a 10-jähriger small Junge. child, about 10 years old. Die zweite The Deportation, second deportation, etwa 500, wann war es nochmal? 500, 97? 97, ja, 597 ja, 97. vor Christus, da wurde Hesekiel That's mit when entführt. Ezekiel was taken. Es waren auch kleinere Gruppen, es war noch die Also smaller sanfte groups, it was a more gentle Deportation deportation. und dann kam die dritte, dieser And then the third totale one. Zusammenbruch. Where everything collapsed. Und Hesekiel And Ezekiel war in der zweiten mit dabei was a part of the second one. und jetzt geschah etwas ganz And Erstaunliches. now something extraordinary happened. Ihr erinnert euch, You remember, gestern sagten wir, yesterday we said der Tempel wurde the zerstört. temple was being destroyed. Das war für Israel It unvorstellbar. was unimaginable for Israel. Gottes Gegenwart wird nicht mehr da sein. The presence of God won't be there anymore. Gott wird nicht mehr reden. God won't speak anymore. In einem fremden Land. In a distant country. Psalm 137. Wie Psalm so, 173. By the rivers of Babylon gibt es da so ein Lied. Ne? Wir saßen da There's a und, song, a gospel song, I guess, about the rivers of Babylon. und Gott ist nicht mehr da. And God isn't there anymore. Kennt ihr das noch, so ein altes Do you Lied? know that song? It's an old song. By the rivers, ja. Es stammt aus Psalm 137. That's Es wird originating besingt. from Psalm 137. Und jetzt erlebt Israel nach der zweiten Deportation in der Gefangenschaft Experiences after the second deportation and
captivity. Gott ist noch da. God is still there. Es sind Propheten da. There are prophets, Sogar falsche Propheten. even false prophets, Aber auch richtige Propheten. but also real prophets. Und Hesekiel war so einer. And Ezekiel was one of them. Und er erlebte die Gegenwart Gottes mächtig. And he experienced the presence of the Lord hardcore. Wie es Israel vielleicht vorher noch gar nicht erlebt hat. Maybe more than Israel has ever experienced. Im fremden Land. In a foreign land. Versteht ihr? Und wieder musste Israel einen Paradigmenwechsel machen. And again, Israel had to understand the weirdness. Merken, wir müssen in eine andere Richtung They schauen. recognize they have to look in a different direction. Unsere ganze Theologie ändern. We have to change our theology. Gott ist da. God is here. Okay. Das Buch Ezekiel können wir aufteilen The book Ezekiel, we can split up in 3 Teile. in 3 parts. Erstens First, 3 bis Kapitel 24. chapter 3 to 24. Ja, das ist, da wird in Babylon In Babylon, durch Ezekiel through Ezekiel, der Untergang Jerusalems angekündigt. he's announcing how Jerusalem is going to go down. Die dritte Deportation How the third deportation is going to happen. wird dort immer wieder angekündigt. It is announced over and over again. Ja? Also es gingen auch Briefe hin und her, There were letters going back and forth, Boten hin und her. messengers. Also die Babylonier waren da tolerant. The Babylonians were tolerant. Die waren nicht wie in einem KZ jetzt. They weren't like the concentration centers, Sondern es hieß ja sogar, sie sollen sich Häuser bauen. but they were even told, build houses. Jeremia hat ihnen schreiben lassen, nehmt euch Söhne und Töchter, zeugt Kinder, Jeremiah wrote them letters. Take a wife, get sons and daughters. richtet euch darauf ein, dass es lang geht. Get ready because it's going to take long. Und hier wird aber der dritte Untergang immer wieder angekündigt. And here the third deportation is announced over and over. Dann Teil 2 Part 2, ist Kapitel 25 chapter bis 25 till so ganz grob jetzt. Ne? about approximately. Das sind dann wieder Prophetien gegen die umwohnenden Völker. That's prophecies for the surrounding nations. Wir merken sowohl Jesaja als auch Jeremia als auch Hesekiel We recognize that Jeremiah, Ezekiel, and Isaiah haben nicht nur zu Israel gesprochen. did not just speak to Israel. Sie hatten immer auch einen Auftrag zu den Völkern. They always had a calling to the other nations, Schon im Alten Testament. already in the Old Testament. Okay, werden wir immer wieder feststellen, Völker werden auch beurteilt There we recognize nations are being judged. oder verurteilt. Judged. Ja? Wie sind sie mit Israel umgegangen im Gericht? How did they deal with Israel in the judgment? Als Gott Israel When richtete, God was judging Israel, gab es Völker, there were nations die haben sich drüber gefreut. that were happy about that. Sagten wir gestern, ne? We Schadenfreude yesterday. war oft der Grund, warum Gott umliegende Völker auch gerichtet hat. Happy of damage for others. That's often a reason why God is judging other nations. Von daher ist so was Großartiges So it's something that is so awesome im Neuen Testament, when in the New Testament dass Jesus am Ende des Matthäusevangeliums that Jesus, in the end of the Gospel of Matthew, die Jünger aussendet, sends out the disciples. geht jetzt zu allen Völkern, Now go out to all the nations, nicht nur die Nachbarvölker not Israels, just the neighboring countries, alle Nationen, all nations, und macht es, wie Lord Cunningham gelehrt hat. and do it like Lord Cunningham taught you. Okay, der hat damals noch nicht gelebt. Okay, maybe he wasn't alive. Aber er sagt, macht sie zu Jüngern. But he said, make them disciples. Im Vordergrund steht nicht mehr das Gericht,
The judgment is not first of all in sondern, the point of view, sondern die Jüngerschaft, but the discipleship, Evangelisation, evangelization. Neues Testament, ja. Aber jetzt nochmal zurück. Yeah. Hier, So back to this. auch hier kommen die Völker vor, du So, kannst die here schreiben, also reinschieben, wenn du willst. Teil 3 ist dann 33 bis 48. And then part 3 is 33 till 48. Wieder Heilsverkündigung. Salvation preaching, Wie bei Jesaja. like in Isaiah. Da waren es Kapitel 40 bis 66. There it was Heil. 40 till 66. Erlösung, Healing, redemption, Wiederherstellung. restoration. Wie bei Jeremia 30 bis 33. Jeremiah 30 till 33. Ich will euch wieder sammeln. I want to collect you again. Einen neuen Bund A new covenant und so weiter. and all that Und stuff. bei Hesekiel auch dieser dritte Teil Heilsverkündigung. And also in Ezekiel, that last part is the Und da geht es dann auch um den Strom des lebendigen Wassers. And there it's also about the living water, the rivers of living water. Um die Erweckung der The Totengebeine. revival of the dead bones. Kommt noch ausführlicher. Ja, noch viel Zeit haben wir gar nicht. Okay. We don't have much time. Und der neue Tempel, die Gegenwart And the new Gottes. temple, the presence of God. Okay. Das ist ein ganz grober Überblick. A general overview. Just Das meiste, was ich vorbereitet habe, kann ich nicht bringen. Schade, those aber things ist I prepared, I egal. can't even say, dang. Vielleicht lädt mich der Manuel mal wieder ein. Maybe Manu is going to invite me Okay, another okay. time. Okay, maybe. Das war Manipulation. That was a little manipulated. Seine Sünde. Sorry, that's Ich hätte jetzt noch eine Frage an euch I would have one more question for you beim guys Durchlesen. while reading it. Ist euch etwas aufgefallen, was bei Hesekiel ganz oft vorkommt? Gebetsmühlenartig, immer wieder. Did you recognize something that is coming over and over again in Ezekiel? Und jetzt ist wichtig, dass ihr genau das sagt, was ich hören will. And now it's very important that you say precisely the thing that I want to hear. Kann ich meinen Unterricht nicht weitermachen. Otherwise, I can't continue my Okay, teaching. da ist etwas aufgefallen. Ganz oft Did you kommt recognize ein Satz something? immer wieder vor. One sentence appears over and Immer over and wieder, over. immer wieder. Ganze Buch. Menschenkind, höre zu. Bitte? Menschenkind, höre zu. Ja, And listen. genau. Das meinte ich jetzt nicht, aber das It's kommt not auch the one that I meant, but yeah, that's right. Also man merkt, vielleicht mal in Klammern kurz, was man bei Hesekiel merkt, was mir nicht so sympathisch What ist, we recognize with Ezekiel, what's not that likable for me, wie Gott mit ihm redet. how God is talking to him. Immer dieses du Menschensohn oder du Menschenkind und dann muss er das tun. He's like, you son of man, you do that, and then he has to do it. Und Hesekiel tut's. And Ezekiel does Das it. ist ganz gehorsam. He's very obedient. War bei Jeremia ganz anders. It was very different with Das ist ein Jeremiah. Konflikt und There's a conflict happening, and der zeigt Gott sein Herz, sagt, and das he's showing geht God nicht his heart, and so. he's like, oh, I can't do that way. Nur an einer Stelle. Only in one place. Erinnert euch an die Stelle, wo Gott zu Hesekiel sagt, backe Brot auf Menschenmist. You remember that place where Kennt ihr das noch? God is telling Ezekiel to bake bread on human feces. Backe Brot auf Menschenmist. Bake bread on human feces. Und Hesekiel war Priester. And Ezekiel was a priest. Und er sagte, And he says, Herr, ich habe noch nie was Unreines gegessen. God, please, I never ate something unclean. Brot backen auf meiner eigenen Scheiße. Baking bread on my own crap? Das geht nicht als I Priester. can't do that as a priest. Und sagt Gott, okay, jetzt haben And wir es then zu God's weit like, getrieben. okay, maybe I pushed it a little too far. Nimm Kuhmist. Take cow dung. Okay, also das Brot muss wunderbar geschmeckt It haben. must have been such a wonderful bread. So Manuel, eigentlich, das müssten wir jetzt machen. Why Kreativität, don't we do that here? Rindermist, Brot backen. Let's get some cow dung and bake some bread. Gibt genug Bauern hier in There are enough farmers around. Nein, und da widerspricht mal Hesekiel, aber sonst, Well, that's the only place where Ezekiel is putting in a veto with God. genau, ist das oft so, hat es oft so was, ja,
Befehlsempfänger. Aber But generally, trotzdem, it feels really like he's just receiving orders. Gottes Art mit Menschen umzugehen ist so unterschiedlich. But God's way of dealing with people is so unique, so Individuell. different, Ja. individual. Okay, aber ich soll